herauskristallisiert? Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das im Grunde ein ganz demokratischer Prozess war. Im ersten Quartal eines jeden, wenn wir jetzt zum Jahresplan sprechen, im ersten Quartal hat die staatliche Plankommission sogenannte staatliche Aufgaben an die Ministerien übergeben. Da stand drin zu ungefähr 300 Erzeugnissen, wie die Erzeugnisentwicklung sein muss, wie viel bisher produziert wurden, welche Steigerung oder welche Rückgänge. Da stand drin, wie sich wertmäßig die Erzeugnisse entwickeln, die Steigerung zu vollziehen haben. Da stand drin, welche Investitionen die bereitgestellt werden können, wie viele Arbeitskräfte bereitgestellt werden können, welche wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse umgesetzt werden. Das hat natürlich auch die staatliche Plankommission nicht in ihrem Kämmerlein, sondern es war ja ein laufender Abstimmungsprozess mit Ministerien, Kombinaten betrieben. Aber zumindest hat die staatliche Plankommission dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz konkret dem Ministerium staatliche Aufgaben übergeben. Die Grundlage war, wie gesagt, der Fünfjahrplan. Neue Erkenntnisse, die man bei der Ausarbeitung des Fünfjahrplanes noch nicht wissen konnte. Und die Möglichkeiten, die man einschätzte, die ein Ministerium mit seinen Kombinaten bringen kann. So, und das Ministerium hat dann diese Aufgaben auf seine Kombinate aufgeschlüsselt und hat zu dem Kombinat A gesagt, in deinem Erzeugnissortiment musst du diese Steigerung machen, du kriegst so und so viel Investitionen, du kriegst Arbeitskräfte und so weiter. Das hat natürlich immer auch eine Basis gehabt im Vorjahr, also in den tatsächlich schon vorhandenen Dingen. Wenn jemand 500 Arbeitskräfte hatte und seine Produktion hat sich nicht revolutionär verändert, dann hat er eben im nächsten Jahr vielleicht 490 oder 510 gehabt. Der hat dann nicht plötzlich 700 oder 300 gehabt. Also es gab da auch eine Kontinuität, das muss man schon sagen. Aber es gab eben, wie gesagt, wir waren eine Wachstumsgesellschaft und insofern musste natürlich Wachstum schon in den staatlichen Aufgaben enthalten sein. So, und dann wurde faktisch diese staatliche Aufgabe in den Kombinaten theoretisch bis zum letzten Arbeitsplatz diskutiert. Also das Kombinat mit seinen Betrieben hat dann genau gerechnet, ermittelt, bewogen. Können wir das, was wir vorgeben, was man uns vorgibt? Unter welchen Bedingungen sind die ausreichend oder was muss man neu schaffen? Und im Idealfall hat es gepasst. Es hat auch solche Idealfälle gegeben. Aber in vielen Fällen hat eben dann das Kombinat im Ergebnis seiner Diskussion in seinen Abteilungen, in den Brigaden gesagt, nein, wir können die Leistung nicht bringen, die du von uns forderst, weil wir dafür keine Voraussetzungen haben. Oder du musst uns mehr Investitionen, mehr Arbeitskräfte oder mehr Material, wesentliche Materialsorten geben. Oder du musst einverstanden sein, dass wir bei den und den Erzeugnisgruppen nicht die volle Zahl bringen. Und das war dann ein ständiger Prozess und insofern war er schon demokratisch. Denn er hat faktisch, es gab keine, wie es oft gesagt wird, keine reine Kommandowirtschaft, sondern die Ziele wurden in iterativen, langwierigen Prozessen abgestimmt, abgeglichen und immer wieder besprochen. Ich zum Beispiel im Bezirk, wir hatten immer den Höhepunkt, die sogenannte Komplexberatung, die war kurz vor Fertigstellung des Planes. Das hat ein halbes Jahr gedauert, dass wir mit der staatlichen Plankommission beredet haben. Wie entwickeln wir die Dienstleistungen, wie entwickeln wir den Wohnungsbau, die bezirkskleine Industrie, Getränke, Fleisch, wie werden wir das entwickeln, was brauchen wir. Also ein ständiger, iterativer Prozess. So, und zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie gesagt, erst kam es von staatlicher Plankommission über die Ministerien nach unten. Unten wurde es diskutiert, besprochen, beraten und dann ging es zurück. Von den Betrieben zum Ministerium, vom Ministerium an die staatliche Plankommission. Und wenn die Ziele faktisch passten, wäre es ideal gewesen. Aber das Problem war immer, wenn dann der Rücklauf war, da fehlten dann eben bestimmte Größenordnungen, die mit den staatlichen Aufgaben mal vorgegeben waren. Die Betriebe haben dann gesagt, wir können so und so viele Millionen Produktionen nicht bringen oder wir brauchen so und so viel Arbeitskräfte und so Investitionen mehr. Und das wurde dann abgeglichen, dann wurde eben auch dort, wo es nicht anders ging, wurde den Zielstellungen der Betriebe auch gefolgt. Da wurde eben gesagt, gut, dann kannst du das nicht bringen oder du kriegst eben mehr Material, mehr Arbeitskräfte oder dies und jenes. Das ging ja in bestimmten Rahmen. Und insofern war es durchaus eben schon ein demokratischer Prozess, wie dieser
Jahresplan zustande gekommen ist. Mit allen Ecken und Kanten. Aber ich sage mal, da war zu weit über 95% waren auch die Proportionen, die Verhältnisse untereinander waren so gewährleistet, dass also der gesamte Reproduktionsprozess im Grunde funktionieren konnte. Aber es gab natürlich dann immer noch auch im Jahresplan ein paar Fehlpositionen oder Positionen, die nicht endgültig entscheidbar waren. Aber das war der kleinste Teil. Der größte Teil war eigentlich klar und abgestimmt, und da gab es übereinstimmende Auffassungen zwischen Gewerkschaft, Brigaden, Betriebsleitung und auch zu den zentralen Organen, Ministerien, staatliche Plankommission. Aber wie gesagt, ich will es nicht zu ideal darstellen. Es gab in diesem Prozess, es war ein langwieriger, komplizierter Prozess. Und nicht ein Kommando, das gesagt wurde, du hast das und das zu machen. Gab es in Einzelfällen auch, aber es war nicht das Typische. Naja, das ist auch ein kompliziertes, langwieriges Thema. Also, es gab eine sogenannte materielle und finanzielle Planung. Das waren zwei Säulen, die aber übereinstimmen mussten. Finanziell betraf eben das Geld oder die Kosten, und die materielle Planung betraf die wertmäßige Gesamtentwicklung, die Leistungsentwicklung im Markt der DDR oder auch im Valutamarkt. Und es gab auf zentraler Ebene ungefähr 300 Erzeugnisse. Das war aber nur ein Minimum. Wir hatten ja, ich weiß nicht, also Hunderttausende Erzeugnisse gab es oder noch mehr. Und 300 der wichtigsten Erzeugnisse, aber wirklich der wichtigsten. Elektroenergie, Braunkohle, Dieselkraftstoff, Vergaserkraftstoff, Fleisch, Fernsehgeräte, Trabant. Also 300 der wichtigsten, strukturbestimmenden, bedeutendsten Erzeugnisse, die wurden auch zentral geplant. Aber nur die 300. In der staatlichen Plankommission und von der Regierung, in der Regierung mit vorgelegt und von der Regierung bestätigt. So. Und dann ging eben diese Auflage dann an die Betriebe. Als Staatsplanposition gingen diese Dinge bis in den Betrieb durch. Du hast so und so viele Kilowattstunden zu produzieren, zum Beispiel in der Staatsplanposition Elektroenergie. Aber nun bestand ja die Volkswirtschaft aus viel mehr Erzeugnissen. Und insofern haben natürlich die Ministerien für ihren Verantwortungsbereich eine bestimmte Zahl weiterer Erzeugnisse konkret geplant und den Betrieben vorgegeben. Und die Masse der Erzeugnisse, die ganz große Masse, haben die Betriebe selbst geplant. Die wussten, wir haben die und die Abnehmer, und also wir haben so und so viel die Produktion zu steigern. Das heißt für uns konkret so und so viele Normteile, Schrauben, Muttern, das und das. Und wir wissen, die Abnehmer, die kannten die Abnehmer, und die haben dann mit den Abnehmern eben Verträge gemacht, wir liefern dir das und das. Also die Masse der Erzeugnisse wurde lokal geplant. Eben ausgehend von der Erkenntnis, wo der größte Sachverstand ist, muss auch die Planung erfolgen. Und eine Zentrale ist überfordert, wenn sie zigtausende Erzeugnisse planen will. Das geht auch heute nicht bei modernster Rechentechnik. Und damals hatten wir überhaupt keine Rechentechnik. Da hatten wir Papierformulare und Ähnliches. Also es gab eine Pyramide, was die Konkretheit der Planung anbetraf. In der Zentrale, in der Spitze eben nur ganz weniges, aber Werte insgesamt für die Volkswirtschaft, und unten in den Kommunaten eine breite Planung. Denn jeder Betrieb musste ja planen oder wissen, wo wird er seine Erzeugnisse absetzen, wer nimmt sie ihn ab. Und das hatte er ja auch. Also insofern ist das System so gewesen. Die Kehrseite war, da ja an vielen Positionen Mangel war, weil eben die Kapazitäten nicht ausreichten, weil es eine Havarie gab, und da fiel plötzlich Erzeugnis X, Y und Z aus. Also, dann gab es eben keine Damenbinden, dann gab es keine Mausefallen und keine Kleiderbügel. Und wenn man es übertrieben sagt, da wurde dann von der Parteiführung gesagt, ihr plant so schlecht, also ihr müsst auch die Mausefallen planen. Und insofern gab es eben gewisse Tendenzen, bestimmte Fehlpositionen, die aber wirklich nur in den Betrieben hätten entschieden werden können. Die wurden in die Zentrale gezogen. Da gab zum Beispiel in der staatlichen Plankommission gab es eine sogenannte Versorgungskommission, die tagte wöchentlich, wo dann festgestellt wurde, also im Handel hat wieder gefehlt Anoraks, es haben gefehlt Unterhosen, es hat gefehlt das und das. Und jetzt müssen wir entscheiden, wer muss die Produktion bringen. Und insofern sind eben viele Dinge auf die Zentrale gezogen worden. Aber am Ende
sind sie doch nicht gelöst worden in der Zentrale, weil eben dann die Volkswirtschaft in vielen Teilen auch überfordert oder überlastet war. Und da ging eben manches Ding dann eben doch nicht so ohne weiteres zu machen. Wie gesagt, der Ansatz war, die Zentrale plant die Grundfragen, die Grundstrukturen und die Betriebe planen dann die Details, die vielen Einzelheiten. Aber die Tendenz war, dass eben das oftmals unterlaufen wurde und immer mit den zunehmenden Jahren der DDR auch Überspitzungen waren, zu viel in die Zentrale zu ziehen. Weil man meinte, wenn das zentral gelöst wird, dann wird das Problem gelöst. Das ist dann auch gelöst worden, aber oftmals zulasten dann eben anderer Probleme, wie mit der Tischdecke, die eben zu kurz ist. Wenn ich den Teil zudecke, sind eben dann hinten wieder offene Teile. Und so hat sich das im Prinzip abgespielt. Und trotzdem ist das nicht, liegt daran nicht irgendwie die Ursache, dass daran die DDR kaputt gegangen wäre. Im Gegenteil, also die Planwirtschaft hat schon in allen Phasen bestanden, natürlich aber mit Problemen.